wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht vielleicht nochmal zurückgehe und mir maybe ein Heil-Item hole, weil sieht nicht so gesund aus, aber wird schon, oder? Solange wir jetzt nicht noch eine Tür aufbrechen müssen. Aus der Dunkelheit starren dich wilde Tiere an. Sie sind ausgestopft. Eine große Ballonflasche, die mit einer seltsamen Flüssigkeit gefüllt ist. Ich würde sagen, warum ist meine Taschenlampe ausgegangen? Können wir das bitte nicht machen? Von Spinnenweben bedeckte Luftschiffrotoren. Sie erinnern dich an Klingen. Der nackte Oberkörper einer Schaufensterpuppe. Er ist eigenartig gelblich. Okay, da rechts geht's noch weiter. Gucken erstmal hier hin. Blauer Samt, weich und anschmiegsam. Motten zerfressen. Ist das Emmas Atelier? Ah, Money. Sehr gut. Dann können wir endlich unser Zimmer bezahlen. Taschenlampe? Ein paar Skier. Auf der laminierten Oberfläche ist der Aufdruck Slipstream zu sehen. Filamentspeicherproduktionsplan. Okay. Gleich mal gucken, was das sonst noch so kann. Ist ja auf jeden Fall mal 50 real wert. Stählerne Rotorblätter mit Slipstream-Logo. Looks like someone tried to reconceptualize their business here. Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Look, the skis and rotorblades both bear the same Slipstream logo. It seems likely that they started out making one, failed to turn a profit, and then pivoted to producing the other. Aber die Frage ist, welches Produkt hat der Laden zuerst hergestellt? Und auf welches ist er dann umgeschwenkt? Was für ein seltsamer Gedankensprung. Und trotzdem ist die Firma gescheitert. Wie schade. Du schließt den Gedanken ab. Das ist reine Spekulation. Wir wissen nichts Genaues. Du schließt den Gedanken ab. Nee, ich frage mich schon, welches Produkt der Laden zuerst hergestellt hat. That's a good question. Okay, cool. Und jetzt haben wir die anderen beiden Optionen und finden nichts weiter raus. Was für ein seltsamer Gedankensprung. Reality is ruthless. Hier geht auf jeden Fall noch irgendwas. Oh, mehr Geld. Nehme ich doch gerne. So. Oh, stimmt, wir haben noch die Kugelstoßkugel. Das habe ich völlig vergessen seit der letzten Session. Hatte die Text? Eine Kugel, die zum Kugelstoßen verwendet wird. Du hast das Gefühl, dass du sie gut aufbewahren und im richtigen Moment einsetzen solltest. Es wäre eine wahre Sünde, so ein Sportgerät der alten Schule zu verkaufen. Filamentspeicherproduktionsplan. Dieses würfelartige Gewirr aus Filamenten liegt eigenartig zerbrechlich in deiner Hand. Seine komplexe Struktur ist in Staub gehüllt. Auf einem silbernen Klebeband an der Seite steht Produktionsplan. Hinweis: Dieses Filament enthält Informationen, die mit Hilfe eines Funkcomputers gelesen werden können. Eines Funkcomputers?
Boah, mein Problem ist, dass ich schon wieder seit der letzten Session einfach viel zu lange Pause gemacht habe und mir gerade nicht sicher bin, ob irgendwer so einen Funkcomputer hat. Also ich weiß, Kim hat in seinem Auto einen Funk, aber keinen Funkcomputer. Aber okay, dann wahrscheinlich erstmal nicht verkaufen. Wir haben ja auch gerade erstmal genug Geld, also prinzipiell hier oben geht noch irgendwas. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. Okay. A radio computer. Just sitting here without anyone inside. Okay, dann hätten wir zumindest die Frage geklärt, wo ein Funkcomputer ist. Was meinen Sie? Soll ich ihn einschalten? We had one of these down at the station, but I never really learned how to use it. Gut, dann schalten wir ihn ein. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber, revealing fluorescent play and print keys on the keyboard. The hatch on the machine's central compartment is wide open. Du wirfst einen Blick in das Fach. It's empty like a beehive without its brood. Some cables have been left dangling, disconnected. The filament you have would fit perfectly inside the compartment. Dann legen wir doch mal den Produktionsplan ein. Like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Ich schätze, wir zerstören das Ding, wenn wir das jetzt playen und printen. Aber ich bin viel zu neugierig, um es nicht zu tun. A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. The static gets louder, slowly filling up the abandoned horn, until a voice speaks out, crackling and old, cutting into the air. Good afternoon. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the production schedule? Was ist der Produktionsplan? Warum haben Sie mich Fortress Accident genannt? Was sind Sie, eine Maschine? Oder sind Sie lebendig? Das ist schon alles sehr weird jetzt. Das ist überhaupt, also ich habe eigentlich auch nicht wirklich was erwartet. Aber das habe ich definitiv nicht erwartet. Was sind Sie? Eine Maschine? Oder sind Sie lebendig? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. Now please repeat. Is this the production schedule? She repeats passwords. Programming people are all paranoid. Yvonne, mein Partner meint, dass Sie hier sind, weil diese Funkcomputer-Leute alle paranoid sind. Oder schön, aber wo sind Sie? Woher wussten Sie, wo ich bin? I work as a repeater at the East Insulindian Repeater Station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. On an island on the river Esperance, a small woman, all skin and bones, sits in a room filled with audio equipment. Thousands of tiny lights are reflected back from her prescription lenses, like stars in the dark. Doesn't it get lonely, sitting there all by herself? Fühlt man sich bei Ihrer Arbeit nicht ein wenig einsam? Lonely? Why would it get lonely? I get to talk to people all day. That's why she does this. Now please tell me the reason for your call, Fortress Accident.
Was ist der Produktionsplan? The filament you have inserted into the reader. Das leuchtende Ding, das ich eingelegt habe? Yes. Is that the production schedule? Ja. Good. Please repeat the password. Damn, okay, ich dachte, wir kommen da leichter ran. Schade. Ein Passwort? Ich kann mir Passwörter nie merken. Könnten Sie mir einen Hinweis geben? No. Das war sehr direkt. Hier ist die Polizei. Öffnen Sie bitte dieses Ding. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for stress accident. Without filing a warrant with Intel, I cannot give you access to this filament. I'm afraid we are not doing that, unless we want to wait for a month. Now, can you please repeat the password? Ist es mein Geburtstag? Still no. Ah, schade. Dann kenne ich das Passwort nicht. Received. I will register this login attempt. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Warum haben Sie mich Fortress Accident genannt? Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. Haben Sie noch andere Informationen über dieses Unternehmen? One moment. Du hörst, wie sie durch einen Katalog blättert, bevor sie gewissenhaft vorliest. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Okay. That's not bad. Und was genau ist dieses interaktive Anruf-Funkspiel genau? Any other questions? Ihre Antwort geht im Rauschen unter. Nun, das wäre vorerst alles. Thank you and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Ich drück mal auf Print, aber wir werden wahrscheinlich das Passwort dafür brauchen. Nothing happens. Dann nehme ich den Produktionsplan erstmal wieder mit. The filament slides out of its glowing nest. Was haben wir denn hier? Wir haben die Tafel noch nicht angeguckt. Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches, and schemes like some ancient cave mural. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. Na, dann sehen wir uns doch alles mal ein bisschen genauer an. Zuerst die Zeichnung. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of welkins. You make out autumnal candle welkins casting wax-based magic. Translucent welkins with organs shining under their skin. And even ether welkins hailing from the vast emptiness of sidereal space. Who are all those creatures? Fantasies of a tortured, feverish mind? One of the welkins, towering among the rest, appears to be different, however. Den Welkin untersuchen. Das ist wichtig. It's Vara Hamira, a high welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a Welkin supremacist. The note says, all non-Welkin races will be purged. Sympathischer Zeitgenosse. The Haldor, the Twarg, the humans, and even headless men, all of them, purged. Imagine a world filled only with Welkin, Green Welkin, Dread Welkin, and the High Welkin to rule them all. An inordinate amount of time has gone into drawing these little Welkin creatures.
Warum sollte jemand so viel Zeit in so etwas investieren? Was sind das für Wesen? Wer hat sie gezeichnet? Gibt es sie wirklich? Ich habe so viele Fragen. Du flüsterst. Einer dieser Vulcans glaubt an die Überlegenheit seines Volkes. Okay, das war lehrreich. Lassen wir die Vulcans hinter uns. Ich habe wirklich so viele Fragen. Was sind das für Wesen? Wer hat sie gezeichnet? Gibt es sie wirklich? This looks like concept art for a project. It's not really real. Warum sollte jemand so viel Zeit in so etwas investieren? Some people really like building a world, I think. Even if it's just for a game. Einer dieser Vulcans glaubt an die Überlegenheit seines Volkes. Political commentary. That one has a great beard too. Mit einem Nicken deutet der Lieutenant auf die Gesichtsbehaarung des Vulcans. Okay, das war lehrreich. Lassen wir die Vulcans hinter uns. Just look at those details. So much effort. And for what? All gone. Ich hoffe ja, dass das Passwort hier irgendwo steht. Sehen wir uns mal die Fotos an. The photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the snow. Entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the dark, carcasses and bones. You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts of burden. Albeit dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine, a much-needed respite from our own world. A pinned postcard reads, "The heat death scenario, a desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes untethered from its sun, drifting through the universe." Du siehst dir den Plan an. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. So much pain, back pain, neck pain, headaches, carpal tunnel, chest pain. No gym membership can make up for working in this manner. Du liest weiter. Was ist passiert? As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Looks like they didn't make it. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, "See the prod schedule filament for details." Okay. Ja, können wir noch nicht. Aber, also weil wir das Passwort nicht haben, aber wir gucken uns mal die Notizen an. The handwriting is only partly legible, but you can still make out 3 slogans: "Call in, tune out," "Wirral untethered," and "Heat death of the universe." So fett gedruckt ist, könnte das Passwort sein. Outside, a cold wind wraps the building in its bosom. Snowflakes in the wind. An old woman passes what the locals call the doomed commercial area. She tries hard not to look at the bookstore windows. It's unwise. Okay. Tja, ich dachte, da kommt mehr rum. Was haben wir hier noch? This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks ghostly and strangely ancient. A diagram for summoning some time-forgotten being? The symbols seem very esoteric. The whole thing resembles Kadran mosaic tiles. Very pedantic. Moment, woher weiß ich, wie Mosaikfliesen aus Kedra aussehen? History classes, students with their textbooks open,
studying the roots of our civilization. Those aquarelle blue tiles looked beautiful in the sun. Und was soll das darstellen? Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123.7, UKV 123.9. Some written notes, too. Sparse and cryptic. Funkfrequenzen? Wofür? Unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries. Very advanced. Also haben wir es hier mit etwas Medizinischem zu tun? You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red harp, titled The Game Master Frequency. A note says, this one can listen in on any station it wants. Moment, wer ist der Spielleiter? Someone very important. The leader of a massive on-air game built by these people. A conductor for the hundreds of story threads that pass through the Game Master's frequency. Wenn es ein Spiel ist, wer spielt es dann? Whoever decides to call in to a call-in station, it looks like. All of this is gone, left unrealized. Wirklich alles? There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Woraus schließen Sie das? The schedule. I know doom when I see it. The company was running out of funding. Und sonst? Du siehst dir mit zusammengekniffenen Augen die Linien an. Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages. Okay. Oh, wir können mit Kim sprechen. Jemand hat Entwickler des fortschrittlichsten Rollenspiels im Universum quer über das Notizbuch geschrieben. Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard and fireplace? Sieht wie ein Programm zur verdeckten Spionageabwehr aus. Es ist einfach nur ein Unternehmen, das pleite gegangen ist. Es bleibt nur eine Frage. Was zur Hölle haben die hier getrieben? Wollen wir da Spionageabwehr reininterpretieren? Ja, warum nicht? No, that's not it. I think... Der Lieutenant tritt einen Schritt zurück und legt seine Hände zu einem Dreieck zusammen. It looks like one of those popular pen-and-paper role-playing games. Only these people were trying to automate it. Make it work on radio computers. Utter madness, he thinks, as a compliment. Wie hatten Sie sich das nur vorgestellt? Through call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Then there's the Game Master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, functioning as a master of ceremonies of sorts. His fascination has swept aside other concerns for the moment. He's a little hooked. Hat das schon jemals jemand versucht? Not to my knowledge. They make automated games in Grad, Messina, Königstein. You know, places with industry. But I don't think anyone has attempted to create an inter-isolary game before. We just don't have the technology. Und das hier soll ein Rollenspiel gewesen sein? Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in. Super cool. Someone should give them millions of real immediately. This game is too good to be left unfinished. Was ist Ihrer Meinung nach aus der Firma geworden? No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Meine Herren. Indeed, it's ambitious and untethered from reality, but...
Der Lieutenant legt den Kopf zur Seite und denkt nach. Wenn Sie gedacht haben, dass Sie das hinkriegen, müssen Sie bekloppt gewesen sein. Das war nur eine Masche, um den Investoren Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Welt ist kalt und einsam. Das hier würde ihr Gesellschaft leisten. Lassen Sie es uns fertigstellen. Haben wir Geld? Warum geben wir Ihnen nicht welches, damit Sie das Spiel fertigstellen und noch größer machen können? Es ist halt alles total sinnlos, aber also wir haben kein Geld und wir können es nicht fertigstellen. So viel ist klar. Aber It's too late for that, I'm afraid. Okay, let's keep moving. okay. Ich würde gerne mal gucken, ob wir jetzt schon Optionen auf Passwörter haben. Tiles on the cube are still like a smooth draw. The speaker comes to life. Good afternoon. Please repeat. Is it good? Please repeat the password. Nee. Received. Okay. Don't worry. Fortress accident. Thank you. Tiles on the cube. Gut, dann haben wir das noch nicht. So viel dazu. Er hört, glaube ich. Kurz mal gucken wollen, ob wir hier im Flur noch weiterkommen. Die Antwort ist ja, und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. An iron safety curtain curves before your eyes, folded like a bellows. It covers half the room, blocking the way into a colossal industrial chimney. Du klopfst dagegen. What an odd thing to do. Nothing happens. Du klopfst fester dagegen. Still nothing. No one's home. Du klopfst noch fester dagegen. No! Ich habe gewusst, wir hätten eine Heileitung gebraucht. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Es ist sicherlich nur Sodbrennen, oder? Oh Gott. No, it's many years of combined self-neglect and self-abuse. Du versuchst bei Bewusstsein zu bleiben. All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face. Like you always thought you would. You only see pain and fear. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. But I think before he ever had a heart attack, his heart was broken. According to an official statement given by the RCM, the officer was on the brink of solving a murder case. Nun, dann laden wir wohl den letzten Spielstand, der vor einer halben Stunde war, I guess. Also beziehungsweise das letzte Autosave am Anfang der Session. Ja, gut, aber da kommen wir jetzt ja ein bisschen schneller durch. So, ich nehme das einfach alles pro forma einmal mit. Und dann müssen wir aber zum Beispiel ja nicht die ganzen Dialoge nochmal machen. So, mal das mitnehmen und dit und dit. Looks like someone... Look, the Skeezen wrote, "That's a good question. Reality." Gut, das waren auch die Optionen, die wir eben hatten. Dann sind wir da wieder auf dem Stand. Ich bin echt nicht davon ausgegangen. Also ich meine, ich hätte davon ausgehen müssen, dass ich da Schaden nehme, aber nun ja, so, das kurz einmal lesen.
Your flashlight, some of the right, these translucent, who are all one of the Welkins, towering among the rest, appears to be different, however. Dann skippe ich hier nochmal schnell durch, weil ich nicht weiß, ob wir davon Sachen gesehen haben müssen, damit es hier im Zweifel irgendwas triggert. Von daher nehme ich das jetzt alles pro forma nochmal mit. It's Vara, the hull. An inordinate amount. Some people read. This looks like concept art. Just look at the. And for what? The photo entire you see, albeit a pinned postcard reads, "This so much." As time goes on, Looks like they didn't. a note in the bottom left, the handwrite outside, a cold. Okay, so viel dazu. This old fireplace diagram, the whole thing resent history classes, radio free, unclear. You think so? Someone, the leader of a conductor for the hunt, whoever decides all of this, there's no, My God. The schedule. nothing. Gut, dann haben wir das auch durch. Dann, ja, jetzt wird halt automatisch gespeichert. Danke auch, weil jetzt halt die halbe Stunde rum ist. In-game. Unfassbar. Ja, dann würde ich das jetzt gerade... This appears to be some The kind. radio computer. Just sitting here without any. We have one of these down. The machine lights up. Look, it's empty. The filament you have, like a smooth drawer. The filament slides into a bar of the static. Good afternoon. Please repeat. The filament, yes. Is that the good? Please repeat. No. Still, I am. I'm afraid we. Now, can you please repeat? Proceed. Don't worry. Fortress accident. Fortress. What? Fortress. That's not bad. Any other questions? Yes. She repeats passwords. I work. As for me, well, On an island on the river, doesn't it get lonely? lonely. That's why Now, please tell me if there's anything else. I thank you. tiles on the cube are still smoldering. Gut, achso. Tiles on the cube. The filament slides. Dann nehmen wir den Plan wieder mit und sprechen mit Kim. Okay. What do you think is going on? No, that's not. It looks like one of. Utter madness, he thinks. Through calling, then there's the. His fascination, Not to my knowledge, but I don't think anyone had. Indeed. super cool. No idea. They stopped filling up. Indeed. It's ambitious and untethered from reality, but. Was hatte ich denn da genommen? Das letzte? It's too late for that, I'm afraid. Ja. Okay. Okay. Let's. Okay, so weit, so gut. In that case speichern wir. Und dann gehen wir. Und kommen gleich wieder. Ich habe immer noch die Taschenlampe in der Hand. Naja, warum auch nicht. Oh, All around you, rain falls on the great city of Rivershore. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. The spring thaw must be here. The snow is melting. was mache ich gerade? Looking up at the sky, cold water dripping from your hair. Was sehe ich gerade? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Wie fühlt sich das an? Humid, your coat shields you from the rain while the city shivers around you. Okay, da kommt einfach deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Was befindet sich westlich von hier? Sheets of rain over the water, a flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinez, with its motorboats and gently swaying reeds. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Wer seid ihr? Geister.
The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the office windows. Will you ever go there? Werde ich das? No, you are just one of the hundreds of thousands who watch them rise across the bay from Martinez every day. Was befindet sich an der Küste? Urban coastline, rain dripping off Eternite-covered roofs, cinder blocks left over from half-finished construction, a defunct research and development building, once seized by revolutionaries. An old wooden church stands on stilts above the water. Und jenseits davon? Coal City, end of all lines. Du fährst dir mit den Fingern durchs feuchte Haar. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smokestacks rise somewhere in the distance. Was befindet sich östlich von hier? The great gates of the industrial harbor are locked. A chill runs down your back. You shudder like an animal trying to shake water from its hide. Du beißt die Zähne zusammen, um des Zitterns Herr zu werden. Behind the gates, heaps of supply crates, red and blue metal shipping containers, slick with rain. The Greater Revachol Industrial Harbor is an artificial mountain range. Immense wealth resides within, and immeasurable poverty in its shadow. Und was befindet sich davor? You, on the Martinez Plaza, a small dot looking up at the sky. Droplets form on your eyelashes. Und jenseits davon? La Drusienne, King Dries passenger harbor. Cruise ships flanked by dock arms. Cranes watching over the mouth of the river distributary. Was befindet sich auf der anderen Seite des Nebenarms? Couronne, the lower middle class. Distributary after distributary cuts the city blocks in half. 7-story buildings trail off into the rain. Und was befindet sich jenseits davon? A silvery curtain of rain over the houses. The class divide. Was befindet sich nördlich von hier? Capeside apartments. Tower blocks crowd one another. 4.46mm bullets still lodged in their war-torn stone walls. Hallways collapse from the mortar hits of a war that was lost long ago. Clotheslines go to waste in the rain. Radios play. Und hier in der Nähe? A yard. Rain falls onto the roof of a woodshed. Coal leaks into a puddle beneath a dead man's feet. He swings from a tree, bloated. Droplets of rain slip from his cold cheeks. Was befindet sich südlich von hier? A traffic jam. Rain thrumming on the roofs of motor vehicles. Inside, drivers watch water streaming down their windshields. The statue of a king shudders. He too is cold. The canal bridge has been raised. Was befindet sich auf der anderen Seite? The road ascends. A raised motorway loops above the ghetto. Beneath its concrete columns, a sea of rooftops, woodwork, and tar stretches northward. 4-story buildings as far as the rain can fall. The snows melt in Jamrock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Have a brother in the cut. Where the wood at? Warum bin ich nicht dort? To be in Martinez, where no one goes, at the runoff point of a long-forgotten canal, in the whitest part of town, in the shadow of the day the revolution failed. Ich finde die Songanspielung einfach sehr schön. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber okay. Was mache ich hier? Standing in the rain, looking north, where Jamrock Rock City stretches inland. Du zitterst, siehst aber weiter in die Richtung. In the rain-swept distance, above the rooftops of Jamrock, a repurposed silk mill stands perched above the motorway exit. Precinct 41 hunches in the rain. Your vision blurs.
You wipe your face with your hand. The rain stings your eyes, making you look up and blink. Was befindet sich über mir? Coalition aerostatics hang like apparitions under the cloud cover. Way up there, where rain forms, rotors flutter silently. Your sight clears. Verdammt und zugenäht. This rain will not let up anytime soon. At least we are dressed for it. Let's keep moving. Okay. Ich finde es ein bisschen albern, mit der Taschenlampe rumzulaufen, aber ich bin auch gerade zu bequem, sie wegzulegen. Hi. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Nee, eigentlich würde ich ganz gerne was kaufen. Ging das nicht bei ihr, dachte ich? Verkaufen Sie Ammoniak? She looks up from her magazine, eyes filled with tired ennui. Yes, what we have is there, in the medicine cabinet. Ah, Go take a look yourself. okay. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Ja, können wir uns schon mal gönnen, oder? Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay. Das ist doch ganz nett. Haben wir noch Pfand? Nee, The ne? tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Gut, haben wir nicht. So. Die stehen hier wie eh und je, ne? Auch wenn es regnet, ja, okay. Alright. Okay. Ich wollte ihn nur ein bisschen anstrengend anleuchten, weil ich ihn nicht mag. Ich rede jetzt auch aus Prinzip nicht mit ihr. Okay. Nach diesem kleinen Umweg. Kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Aber eigentlich sollten wir good to go sein. Also wir können da hinten noch raus, das habe ich wohl gesehen. Aber bevor wir das Ding jetzt verprügeln, gucke ich vielleicht erstmal weiter hier. Schuhe in einer Pfütze aus schmelzendem Schnee. Also können die noch nicht so lange hier stehen. Ihr wisst An genau. iron safety curtain curves before your eyes, folded like a bellows. It covers half the room, blocking the way into a colossal industrial chimney. Ihr wisst genau, was jetzt passiert, oder? What an odd thing to do. Nothing happens. Still nothing. Nope. Those curtains prove to be surprisingly sturdy. Your fist hurts now. Can you please try to refrain from attacking random things? Das ist nicht willkürlich, sondern von Bedeutung. Ich will wissen, was auf der anderen Seite ist. Ich kann es versuchen. Du pustest behutsam gegen deine blutunterlaufenden Fingerknöchel. Nein, das ist nicht willkürlich, sondern von Bedeutung. Why do you think there's something on the other side, necessarily? In any case, there's no way we can get in right now. Let's investigate further. Okay, wir könnten nochmal dagegen klopfen, aber dann sterben wir wahrscheinlich wieder. Von daher lassen wir das mal. Gut, das hat gar nichts gebracht. Aber nun. Was haben wir denn hier? Postkarte La Delta 51. Okay. Aber
kommen wir dahin? Und was ist das? Okay, dann sind wir hier erstmal stuck. Dann gehen wir nochmal wieder hier rein. Gucken mal, ob wir durch diese Tür kommen. Okay. Da geht's wieder raus. Ja, natürlich Magnesium, weil wir ganz dringend mehr Moral brauchen. Aber okay, zumindest haben wir wieder ein bisschen Geld gefunden. 2 Real. Gott, es ist ein Kühlschrank. Es ist ein riesiger Eisbärenkühlschrank mit rot leuchtenden Augen. What the fuck? Was zur Hölle? You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost and the bear's eyes are glowing red. Das ist mal eine Variante des Frozen King A+, die ich so noch nicht gesehen habe. The bear looks oddly realistic. Is it taxidermy? Boah, das wäre halt richtig sick. Was ist das denn? Sieht wie ein riesiger Eisbär aus. The lieutenant doesn't answer. His eyes are glued to the animal. A sharp slice of light shines out from its mysterious belly door. Du brichst die Tür auf. Können wir nicht einfach erstmal versuchen, sie normal aufzumachen? A gust of freezing cold air rushes to greet you. You hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Ganz ruhig, Kim. Es ist nur ein Kühlschrank. Of course, just a giant ice bear-shaped fridge. Er entspannt seine Hand. Das harte Licht der offenen Kühlschranktür fällt auf sein Gesicht. Let's take a look inside. Du siehst in den Kühlschrank hinein. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Du nimmst den Zettel von der Tür. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Du untersuchst eine der Eisverpackungen im Innern. A friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. Was hat ein riesiger Kühlschrank in der Gestalt eines Eisbären überhaupt in einem verlassenen Keller zu suchen? Und vor allem, sind wir jetzt nicht schon zweimal irgendwo hochgelatscht? Sind wir wirklich noch in einem Keller? Nee, wir sind gerade ja wieder runtergegangen. Wir sind jetzt unten. Okay, Entschuldigung, mein Fehler. Wir sind einmal hoch und dann deutlich weiter runtergegangen. My bad. Good question. It looks like an ice cream fridge. Also haben Sie versucht, mit diesem hyperkarnivoren Eis zu verkaufen? I know. What an unfortunate marketing choice. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. Der Lieutenant deutet auf das rote gewundene Kabel, das vom Kühlschrank wegführt. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be catastrophic. Du schließt die Tür. Okay, ich möchte gerne auf die Karte gucken. Also wir haben einmal die Postkarte, die wir eingesammelt haben. Das Sonnenlicht hat dieser Postkarte einen fast durchgehenden sepiabraunen Ton verliehen. Der Innenstadtverkehr zieht vorbei. In der Höhe verschwinden die Geister der Wolkenkratzer in einem gelblichen Mittagsnebel. Von dem Delta, auf dem der Bezirk gebaut wurde, steigt Dampf auf. Die Postkarte ist frankiert. Und dann haben wir doch die Notiz aus dem Kühlschrank. Ein handgeschriebener Zettel, den du am riesigen Eisbärkühlschrank gefunden hast. Darauf sind noch Spuren der fruchtförmigen Küchenmagneten zu erkennen, mit denen er an der Kühlschranktür befestigt war. Und wir können damit interagieren. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Does it say anything interesting? Der Lieutenant beugt sich vor, um den zerknitterten Zettel über deine Schulter hinweg lesen zu können. This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Du liest den Zettel.
Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Okay. Also das wird Kuno sein, aber You'll find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Sully Swaff. mit der externen Kopie in der Eismaschine. Okay. Also ist das jetzt der Filamentspeicher, den wir schon haben? I think so, oder? Also es wird hier oben die Eismaschine sein. Okay, das heißt, das ist jetzt nur, wenn man den Fridge zuerst untersucht? Ich frage mich, wer diesen Zettel geschrieben hat. Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Vielleicht mussten sie schnell weg. That's a plausible hypothesis. Helfen Sie mir bitte auf die Sprünge. Was war nochmal ein Filamentspeicher? It belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. Also ich weiß, wer der unterbelichtete rothaarige Bengel ist, aber for completeness frage ich ihn das jetzt. Really? You don't have a single guess? Sie meinen Kuno? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on a filament memory. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Haben Sie eine Ahnung, wo die Eismaschine sein I könnte? don't know. I assume it's somewhere close to the ice bear fridge. Dann stecken wir den Zettel mal ein. Okay, da kam jetzt irgendwie weniger bei rum, als ich dachte, aber okay. Oder ist das die Eismaschine? Eine Eismaschine, abgetaut und vom Strom getrennt. Aber können wir nicht mit interagieren. Hier ist noch irgendwas. Die Taschenlampe wirft einen eigenartigen Schatten. Da ist ein versteckter Durchgang. What the actual hell? Hier sind mehrere Eismaschinen, richtig? Eine Eismaschine, die noch in Betrieb ist. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Du drehst die Eiskurbel. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance you hear water dripping. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. What better to assuage the creeping sense of failure than some frozen fat and sugar? Du versuchst den Deckel aufzubrechen. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, Detective. Ja, okay. Beim Kühlschrank haben wir das nicht gebraucht. Equip the pry bar. Ja, danke, ich hab's doch verstanden. Dann gib mir Pry. Junge. Danke. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Okay, das können wir halt direkt vergessen. 3% Chance. So, ja, not gonna happen. Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge and the black one to the ice cream maker nearby. Dann ziehen wir doch mal das schwarze Kabel ab. In der Hoffnung, dass das Ding irgendwann auftaut. Something close to you dies with a soft electric purr. Why did you do that? Es ist schwarz, das rote Kabel habe ich doch gar nicht angerührt.
weil es schwarz ist. Und schwarz ist die Farbe des unermesslichen Kosmos. Ich weiß nicht, warum ich es abgezogen habe. Ich tue Dinge ohne jeden Grund. Hä, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Warum können wir... Also... War es nicht Sinn, dass wir die Eismaschine aufkriegen und da vielleicht den Filamentspeicher rausholen können? The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has one cable missing. Ich lasse das mal so. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich lasse das jetzt exakt so. Leitungen der Gegensprechanlage verschwinden im Verteilerkasten. Verrücktes Tanktop aus Netzgewebe +1 Schauspielkunst. Wo hast du das überhaupt her? Nein, ernsthaft, wer hat es in diese Schublade getan? Kein weiterer Kommentar. Trag es auf eigene Gefahr. Ja, nee, sehe ich auch gerade nicht. Also ich würde nicht unser Oberteil dafür ablegen. +1 Schauspielkunst brauchen wir gerade nicht wirklich. So, wir könnten da noch raus, aber ich würde mich hier ganz gerne das noch ein bisschen umsehen. Da ist nämlich noch was. Und ein Heil-Item. Sehr gut. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Ja, Maschine vom Strom getrennt, gibt +2, aber bringt halt immer noch nichts. Wir müssten wahrscheinlich länger warten, bis das Ding aufgetaut ist. Also rein logisch. Ich weiß nicht, ob das hier in-game so funktioniert, aber könnte. Lasst mich noch mal ein bisschen rumgucken. Da ist der geheime Durchgang irgendwo. Auf den Rohren sind 2 rostige Gewehre versteckt. Sie sehen unbrauchbar aus. Okay. Jemand hat ein paar kaputte Waffen unter der Decke verstaut. Man sieht es auch tatsächlich so ein bisschen hier liegen. A few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Wo sind wir? Du siehst dich im Geheimraum um. Schauen Sie, da ist ein Loch hinter der Wand. Du richtest den Lichtkegel auf den Hohlraum. There is, yes. And there also appears to be something inside the hole. Interesting. Do you want to take a look? Ja, schon. Your hand reaches deep into darkness and spiderwebs. Rummaging around, you find rusty rifles hidden away. Du siehst dir die Gewehre an. Most of them are rusty and inoperable, like the rest, but one catches your eye. A bolt-action model with a fine wood stock, in better cosmetic order than the others. Take it. You're a police officer. Police officers carry guns. Das hier sieht gut aus. Du nimmst das Gewehr. That's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still a beautiful thing in its own way. Was hat das zu bedeuten? Wieso liegt hier ein Gewehr? Also nicht nur eins, aber... It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would say. Might come in useful in the future. He likes this find. Wo sind wir? Seems like an old bunker from the revolutionary period. Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Okay. A few bricks have fallen up. Okay. Wir haben ein Gewehr. Ein kaputtes Bell Margrave aus vergangenen Zeiten. Es handelt sich um ein 4-schüssiges militärisches Repetiergewehr mit hölzernem Rahmen. Ich dachte, es ist noch intakt. Obwohl
Oder zumindest in besserem Zustand, was nicht unbedingt heißt, dass es funktionsfähig ist, aber... Ich weiß nicht, ob ich den Kühlschrank vom Strom trennen sollte. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das gar keine gute Idee ist. Ich weiß nicht wieso. Die Mauer ist eingestürzt. Hier ist kein Durchkommen mehr. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Kim, was ist das? Ein Heizofen? Du siehst in den Heizofen hinein. Du schwärzt deine Hände mit Kohle. Du trittst mit dem Fuß dagegen. Okay, wir treten mal nicht dagegen, bevor wir wieder einen Schaden nehmen. Wir sehen in den Heizofen hinein. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. Near the smoke chamber, upstairs. What are you doing? Ich halluziniere. Okay, wir stecken mit dem Oberkörper bereits im Heizofen. Ich höre den Mörder des Gehängten sprechen. Ich bin mir nicht sicher, Kim, aber ich glaube, ich höre oben jemanden reden. Wait, really? Maybe it's coming from behind those safety curtains we saw upstairs. We should ask the lady in the bookstore what's going on with these curtains. Schwärze ich mir meine... Ich habe Handschuhe an. Es macht überhaupt keinen Sinn, mir die Hände zu schwärzen. Okay. Ich glaube nicht, dass die Lady im Bookstore noch gut auf uns zu sprechen ist, nachdem wir ihre Tür aufgebrochen haben. Aber ich würde vielleicht nochmal den Eisbären vom Strom nehmen wollen und hier rausgucken. Aber das machen wir alles mal in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.